Wenn du eine gute Familie hast, ist es eigentlich egal, in welchem Staat du bist. Also du lebst ja auch in deiner Arbeit quasi. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute mache ich eins meiner Lieblingsvideos. Und zwar möchte ich euch heute erzählen, wie ich meine Gastfamilie gefunden habe und wohin es geht und wann es losgeht. Ich werde nach Texas gehen und dort auf 3 Kinder aufpassen. 2 davon sind schon ein bisschen älter, die sind so um die 10 Jahre alt. Und ein Kind ist ein bisschen jünger, das ist circa 3 Jahre alt. Ich habe 2 Wochen gebraucht, um die Familie auszusuchen. Ich hatte auch ziemlich viele Familien in meinem Profil, also ziemlich viele, sage ich mal so 7 bis 10 Familien. Ich hatte sehr viele Familien an der Ostküste, was für mich ein bisschen schade war, weil ich sehr, sehr gerne an die Westküste wollte. Aber auch die Organisation betont es immer wieder. Wenn du eine gute Familie hast, ist es eigentlich egal, in welchem Staat du bist. Egal sind die Staaten, glaube ich, nie in Amerika, also in welchem Staat du bist. Aber es ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Familie passt. Weil du kannst noch in dem schönsten Staat sein, wenn die Familie nicht passt, dann wird man einfach nicht glücklich, weil man ja für die arbeitet und dort lebt. Also du lebst ja auch in deiner Arbeit quasi. Ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie der Prozess abläuft. Und zwar erstellt ihr euer Online-Profil, ladet dort euer Video hoch und die Familien haben dann Zugriff zu diesem Profil und können euch dann quasi anfragen. Und die erscheinen dann bei euch in eurem Online-Profil und haben dort dann auch eine kleine Vorstellung. Man hat oft auch Bilder von den Familien, die sie mitschicken. Man sieht die Kinder, man sieht das Alter und man sieht natürlich auch, in welchem Staat die Familien leben, was mir halt sehr wichtig war, weil ich will schon wissen, wohin ich komme, mit welchem Staat ich das da zu tun habe und natürlich auch, wie alt die Kinder sind, weil ich wollte zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Babys haben. Für mich war das wichtig, dass sie so ein bisschen älter sind, aber ich habe mich auch dann so komplett gelöst von meinen Vorstellungen, die ich hatte. Ich sag mal so, meine Vorstellungen waren so, ja, 1 bis 2 Kinder und an der Westküste. Das war so ein bisschen mein Wunsch. Die erste Familie, die in meinem Profil erschienen ist, das war eine Familie aus New York. Und da war ich auch direkt so ein bisschen excited, weil als ich mein Auslandsjahr gemacht habe damals, da war das nicht so, dass man so einfach mal also da durfte man sich in erster Linie die Familie gar nicht aussuchen und da war das auch nicht so, dass man in die Großstädte gekommen ist, sondern eher in so kleinere Städte drumherum. Und jetzt fand ich das halt richtig cool, dass ich auch New York Familien kennenlernen durfte und habe mich dann immer auch so ein bisschen über die Staaten informiert, wo die sind. Aber wichtig war es dann natürlich immer, mit den Familien so schnell wie möglich in Kontakt zu treten und ein Online-Treffen auszumachen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte wirklich fast nur tolle Familien in meinem Profil. Ich habe dann immer so ein bisschen, wenn ich die Calls hatte, gemerkt, an welcher Stelle das dann vielleicht nicht so passend war. Aber theoretisch, ich sag mal so, hatte ich echt viele Familien, wo ich gesagt hätte, why not? Also schon die erste, der hätte ich direkt zusagen können, wenn ich nicht ein bisschen neugierig wäre, was sonst noch so reinkommt. Und ich wollte halt auch so ein bisschen was anderes zu Deutschland, also so mehr so einen kulturellen Unterschied haben. Also New York ist halt so ein bisschen Deutschlandwetter und ich komme halt auch aus Berlin und das ist halt auch eine Großstadt und ja, ich meine, Texas ist auch groß, aber es ist irgendwie doch nochmal so ein bisschen was anderes von der Kultur her. Wie gesagt, ich hatte echt viele Anfragen. Also ich war damit auch so ein bisschen überfordert, weil ich so dachte, okay, sage ich jetzt jeder Familie ab oder soll ich einfach das ignorieren, weil es waren schon echt viele und manchmal wusste ich gar nicht, was ich sagen soll, weil die Familie war top und hätte auch richtig gut gepasst, aber ich konnte einfach nicht alle Familien kennenlernen, weil ich auch noch gearbeitet habe und das einfach für mich sehr viel Energieaufwand war. Deshalb habe ich dann immer so 3, 4 Familien an meinen freien Tagen habe ich denen Termine gegeben und habe mit denen dann einen Videoanruf vereinbart, um die kennenzulernen. Habe mir dann so ein bisschen meine Fragen aufgeschrieben, habe aber dann auch ganz schnell gemerkt, dass die Familien natürlich auch sehr gut vorbereitet sind und immer so ein bisschen Fragen für mich vorbereitet hatten in erster Linie und dann eher nochmal so gefragt haben, ja, hast du jetzt noch eine Frage? Also es war nicht so, dass ich die Familie interviewen musste,
sondern es war eher so, dass die Familie mich Dinge gefragt hat. Das waren nicht immer sehr leichte Fragen, aber das Gute ist, die stellen immer sehr ähnliche Fragen. Deshalb kann man sich da auch dann ganz gut im Laufe der Zeit einfach weiterentwickeln und sich wirklich dann Gedanken machen, wie man da antworten kann. Aber in erster Linie, egal ob ihr jetzt vorbereitet oder nicht seid, ist es natürlich ehrlich zu sein und zu überlegen, wie würde ich jetzt wirklich in so einer Situation handeln. Eine der Fragen, wo ich so ein bisschen überfordert war, wenn ein Kind wirklich so einen Wutausbruch hat, wo es wirklich einfach nicht zu bändigen ist, was ich dann mache. Weil klar, du sagst dann so, ja, ich würde versuchen, es zu beruhigen, aber dann sagen die halt, ja, was ist, wenn das nicht beruhigt werden kann? Dann war ich einfach auch so ein bisschen so, ja, was soll ich dann machen? Also ich hatte den Fall auch schon, das ist manchmal wirklich so, dass Kinder da nicht so zu beruhigen sind und dann habe ich einfach gesagt so, ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Also ich würde dann hoffen, dass es irgendwann von alleine aufhört. Ich glaube, wenn man mit viel Geduld und eben auch so mit dem Willen da reinkommt, dass man selber für die Kinder das Beste möchte, dass man für die Gastfamilie das Beste möchte, dann kannst du in den Momenten auch gar nicht falsch antworten. Zu dem Punkt mit meinem Englisch, ich bin schon sehr fließend in Englisch und ich kann auch sehr gut verstehen, also ich verstehe alles und ich kann mich auch ganz gut ausdrücken, weil ich einfach schon ein Auslandsjahr gemacht habe. Ich habe ein Jahr in England und Schottland gelebt und ich liebe Englisch, ich liebe Englisch sprechen. Deshalb bin ich da einfach schon so an dem Punkt, wo ich jetzt mit der Sprache keine Barriere gesehen habe. Wenn ich aber jetzt mein jüngeres Ich dieses Interview machen würde und ich quasi sehr aufgeregt wäre, auch wegen dem Englisch, dann würde ich wahrscheinlich einfach vorab in einem Satz sagen, hey, ich komme nach Amerika, um Englisch zu lernen und ich bin noch nicht so fließend damit. Bitte habt Geduld mit mir und auch jetzt in dem Gespräch berücksichtigt es bitte und würde mir dann aber natürlich auch vorab nochmal die wichtigsten Vokabeln und Sätze anschauen und auch so ein bisschen überlegen, was ich denn der Familie von mir erzählen möchte. Weil manchmal wirst du ja auch nicht aufgefordert und dann ist es natürlich schön, wenn du so ein bisschen einlenkst und einfach so ein bisschen erzählst, warum du dieses Auslandsjahr machen möchtest, dass du aufgeregt bist, dass du dich mega freust und auch vielleicht der Familie einfach sagen, wie du am Ende den Call mit ihnen fandest, ob du die nett fandest oder ob es irgendwas gab, wo du vielleicht sagst, das funktioniert für mich so nicht, weil in diesem Prozess, die wissen, dass ein Au-pair mehrere Anfragen bekommt und die selber haben natürlich auch mehrere Au-pairs, die sie interviewen. Und da kann man einfach offen und ehrlich sein und einfach freundlich bleiben. Und wenn man sich das nicht traut, dann finde ich es auch voll okay, wenn man einfach im Anschluss nochmal eine E-Mail schreibt und sagt so, hey, an dem und dem Punkt bin ich mir noch nicht so sicher, auch wenn's der Start ist oder ich weiß nicht, eure Vorstellung oder so. Ich glaube, wenn ich mit einer Familie wirklich in Kontakt war und mit denen schon diesen Call hatte, würde ich denen auch gleich einfach schreiben, ob ich jetzt Interesse habe oder nicht. Und oft ist es dann auch so, dass ihr noch einen zweiten Anruf vereinbart. Da habt ihr dann nochmal einen zweiten Videocall. Ihr könnt euch wirklich Zeit lassen und Zeit nehmen, so viel wie ihr braucht. Wenn euch eine Familie direkt überrumpelt und fragt, ob ihr deren Au-pair werden möchtet, dann, und ihr wisst schon direkt so, okay, passt von der Energie und ich weiß nicht was, dann go for it, wirklich. Aber wenn ihr euch Zeit lassen möchtet, dann kann man das natürlich auch so kommunizieren und einfach auch Bedenken ganz offen und ehrlich äußern. Man muss natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man die Familie verlieren könnte, weil so ein bisschen meine Einschätzung in dem Prozess war, dass wenn ich dann gesagt habe, ich muss jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen oder sich etwas sehr lange gezogen hat. Da waren die Familien dann nicht sehr geduldig, sage ich mal, weil die natürlich auch noch andere Interviews haben und sobald dann Au-pair passt und die damit fein sind, sind die wahrscheinlich auch froh, wenn sie diesen Prozess fertig haben. Und deshalb, wenn ihr jetzt wirklich eine Familie wollt, dann lasst ihr das so schnell, wie ihr das wisst, auch wissen, damit ihr einfach sicher sein könnt, dass ihr dann diese Familie auch bekommt. Ich habe zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Familie verloren, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil ich mir noch mal ein bisschen Zeit nehmen wollte, um zu überlegen, ob der Start für mich in Frage kommt, ob ich das möchte. Und
das war dann halt schade, aber dann dachte ich halt auch so, okay, es hat nicht sein sollen und ich habe meine Zeit gebraucht. Und bei mir war eben die Besonderheit, dass ich vor Juli abfliegen musste, aber trotzdem habe ich natürlich mir noch so ein bisschen die Zeit genommen, dass ich einfach entscheiden kann, wohin ich möchte. Also ich hatte ja 3 Monate, sage ich mal, um das Ganze zu machen, aber ich wollte jetzt auch nicht so kurz vor knapp abreisen, weil ich eben vor meinem 27. Geburtstag abreisen muss. Trotzdem wollte ich einfach natürlich jetzt nicht die erstbeste Familie nehmen, ohne die gut genug kennengelernt zu haben. Ich habe dann, als ich eben in diesem Prozess war, habe ich sehr viele Familien kennengelernt. Ich glaube, ich habe wirklich die halbe Ostküste oder eigentlich wirklich fast jeder Staat der Ostküste, also so von oben nach unten, habe ich eine Familie kennengelernt. Da war mir dann natürlich besonders wichtig, dass es den Familien nicht nur darum geht, dass ich dort arbeite, sondern dass ich auch die Kultur erleben kann und dass es eben eine kulturelle Erfahrung sein soll und dass ich auch an ihrem Leben so teilhaben möchte. Bei manchen Familien habe ich eben so ein bisschen gemerkt, okay, die sind so ein bisschen Workaholics und da bin ich eher dann so ein bisschen das Kindermädchen und mehr eben nicht. Und als ich dann das Profil von der Familie in Texas bekommen habe, da war auch super unterstrichen, so dass es ihnen auch sehr, sehr um die kulturelle Erfahrung geht, wo ich dann dachte, okay, das passt schon mal sehr, sehr gut zu mir. Auch da war es natürlich so ein bisschen, dass ich dachte, okay, 3 Kinder, weiß ich nicht, ob das jetzt so mein Fall ist, aber ich sag mal so, irgendwie bekommen die Eltern das ja auch hin. Ich denke, wenn ich da dann gut eingelernt werde und so ein bisschen eingearbeitet bin, dass ich das dann auch gut hinbekommen werde. Wie es dann letztendlich bei mir zum Match kam, das war so. Also, ich habe erst nur mit der Gastmutter telefoniert und mir hat sehr gefallen, dass sie halt so eine ruhige Art hatte. Ich habe auch im Profil gelesen, sie ist so Akademikerin und unterrichtet an der Universität. Ja, es hat einfach so ein bisschen von der Energie her sehr gut gepasst. Im zweiten Call habe ich dann ihren Mann auch kennengelernt und eben auch die Kinder gesehen. Man merkt einfach dann irgendwann, wenn es jetzt richtig ist, also wenn es dann ein Match ist. Und sie haben dann gesagt, ich soll nochmal mit ihrem aktuellen Au-pair reden, was natürlich für mich eine super Chance war, einfach so eine First-Hand-Experience zu hören. Mit der habe ich dann auch einen kleinen Videocall gehabt und die war auch super nett und hat gesagt, es war einfach eine sehr schöne Erfahrung für sie. Und nachdem ich dann dieses Gespräch mit dem Au-pair hatte, bin ich dann nochmal in einen Call mit der Familie gegangen und ich fand es auch halt super schön, dass sie mir so viel Zeit gegeben haben, dass sie gesagt haben, erst spreche ich nur mit der Mutter, dann im zweiten Call sprichst du mit beiden zusammen und im dritten Call mit dem Au-pair und im vierten Call haben wir dann gematcht und es war super, super süß. Also die haben mich dann nochmal so gefragt, wie das Gespräch mit dem aktuellen Au-pair gelaufen ist. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass sie so ein bisschen angespannt waren oder so ein bisschen nervös waren, aber ich war es halt auch, weil ich so dachte, boah, jetzt kann es natürlich sein, dass sie mich fragen, ob ich denn ihr Au-pair werden möchte. Ich war so ein bisschen so, alles ist perfekt, aber ich bin nicht direkt an der Westküste, aber ich dachte dann so, wenn du eine perfekte Familie vor dir hast, dann sagst du nicht nein, weil du in einen anderen Staat möchtest oder so. Wenn alles passt, dann muss man, glaube ich, einfach auf sein Gefühl hören und sagen, ja, das ist jetzt die Familie, wo ich hin möchte. Und ich wollte auch irgendwie so ein bisschen, ehrlich gesagt, aus diesem Prozess raus. Also dieser Matching-Prozess hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil ich die ganze Zeit so Calls hatte und irgendwann hast du auch genug davon. Also irgendwann reicht es auch so und ich war so an dem Punkt, die Familie passt perfekt zu mir, ich möchte in diese Familie und die haben mich dann wirklich gefragt in dem Call, ob ich ihr Au-pair werden möchte und ich meine, süßer geht es nicht. Es war irgendwie ein super süßer Moment. Ich habe mir davor noch eine Pizza bestellt, weil wir jetzt ziemlich spät telefoniert haben noch. Und es war auch direkt nach dem Anruf mit dem Au-pair, weil sie sich sehr spät bei mir gemeldet hat. Also sie hat es nur wirklich so knapp hinbekommen, mit mir zu telefonieren, dass ich direkt im Anschluss eigentlich den Anruf mit der Familie hatte. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und glücklich über dieses Match. Ich freue mich so, die kennenzulernen. Ich bin so nervös. Ich freue mich aber mehr, als dass ich nervös bin.
Ich finde immer, man muss irgendwie gucken, dass man glücklich ist, und wenn man irgendwie merkt, in irgendeiner Hinsicht passt es nicht, dann macht man diese Erfahrung ja genau mit einer Organisation, dass man diese Betreuung hat und dass es einem gut geht, dass man Sicherheit hat, und deshalb, wenn man Probleme hat, muss man darüber offen reden, und genau, deshalb habe ich davor jetzt nicht so Angst und freue mich jetzt mega auf meine Familie. Am 25. März fliege ich los. In 14 Tagen, Leute. Das ist. Aha! Ich freue mich so, aber ich freue mich so. Ich werde erstmal nach New York gehen. Das geht 2 Tage, die Vorbereitung. Und dann geht's mit meiner Gastfamilie nach Texas. I'm happy! Ich sehe euch im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer bei euch gerade ist. Und bye!